Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay Unveiled. Erinnert ihr euch noch an Folge 2? Ich verlinke die euch mal da oben noch. Da haben Frau Mattes und ich damals mit Kärtchen und Markern am Tisch gesessen und unsere Kriterien für unser Auswanderungsland aufgeschrieben und wir hatten euch in der Folge die Ergebnisse vorgestellt. Auf einem dieser Kärtchen stand: Kirche und Staat sollen getrennt sein. Ja, und wisst ihr, wie wir auf das Thema dieser Folge gekommen sind? Ich stehe im Supermarkt. Schokohasen. Überall Schokohasen. Seit Wochen. Goldene, silberne, vegane, laktosefreie Schokohasen. In der Drogerie Schokohasen. An der Tankstelle Schokohasen. Beim Baumarkt neben der Kasse Schokohasen. Gegen die Schokohasen habe ich übrigens gar nichts. Sie sind nämlich total lecker, aber haben mit Religion ungefähr so viel zu tun wie ich, nämlich eigentlich gar nichts. Aber die haben mich daran erinnert, ach ja, Ostern. Und Ostern heißt Karfreitag. Und Karfreitag heißt alles zu, gesetzlicher Feiertag. In manchen Bundesländern sogar Tanzverbot, da kannst du nicht in eine Disco gehen. Das ganze Land steht still, ob du daran glaubst oder nicht. Frau Mattes und ich haben dann darüber diskutiert, wie viel Einfluss die Kirche eigentlich noch auf unseren Alltag hat und wie das in Uruguay läuft. Und irgendwann sagte Frau Mattes: Ich bin inspiriert für eine neue Folge. Ja, und hier sind wir. Also holen wir mal die Kärtchen vom Kühlschrank und schauen uns an, ob Uruguay bei dem Thema liefern kann. Ja, weder ich noch Frau Mattes sind religiös. Wir glauben nicht. Wir sind keine Mitglieder einer Kirche. Ich denke, uns als Agnostiker zu bezeichnen. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Aber fangen wir mal an mit den Grundlagen. Wie ist denn das Verhältnis von Kirche und Staat eigentlich geregelt? In Deutschland gibt es zwar keine Staatskirche, aber leider eben auch keine Trennung von Staat und Kirche. Hier existiert das Kooperationsmodell. Geregelt wird das alles im Artikel 140 des Grundgesetzes. Dieser regelt auch die Selbstbestimmung und gegebenenfalls Staatsleistungen der Religionsgemeinschaften und Kirchen. Laut Bundesverfassungsgericht muss der Staat Heimstatt aller Bürger sein, unabhängig von ihrem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis. Der Staat darf sich nicht mit einem bestimmten religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren. Zusammen mit dem Artikel 4 bildet der Artikel 140 das Fundament für die Glaubensfreiheit und das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland. Das Recht auf Nichtreligion wird in Artikel 4 genauso geregelt wie das Recht auf freie Religionswahl. Uruguay geht einen ganz anderen Weg. Hier sind Kirche und Staat wirklich getrennt. Die Trennung wurde in der Verfassung von 1917 festgeschrieben. José Pache y Ordóñez war Verfechter des Laizismus und von 1903 bis 1915 Präsident von Uruguay. Tja, soweit die Theorie. Aber was bedeutet das in der Praxis? Schauen wir mal aufs Geld. Es gibt zum Beispiel in Deutschland viele christliche Kindergärten und Schulen. Als nicht religiöser Steuerzahler zahlt man dafür genauso wie ein religiöser Steuerzahler. Denn der Staat trägt 80 bis 85% der Kosten für christliche Kindergärten und Schulen. Dazu kommt dann noch die Kirchensteuer. Die wird nicht etwa von den Kirchen selbst eingezogen, sondern vom Staat. Über die Finanzämter. Der Staat ist also aktiv in die Finanzierung der Kirchen eingebunden. Aus unserer Sicht ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot des Staates und auf das Recht auf Nichtreligion. In Uruguay ist das undenkbar. Der Staat hat schon vor über 100 Jahren aufgehört, die Kirche finanziell zu unterstützen und strich religiöse Bezüge aus den offiziellen Eiden. Es gibt keine Kirchensteuer, keinen staatlichen Einzug, keine öffentliche Finanzierung kirchlicher Einrichtungen. Und beim Thema Bildung, ja, da sieht es ähnlich aus. An deutschen Schulen ist Religionsunterricht ein ordentliches Schulfach. Die Lehrkräfte werden aus Steuermitteln bezahlt. Uruguay hat bereits 1877 die kostenlose, säkuläre staatliche Bildung eingeführt. Religiöser Unterricht hat an den öffentlichen Schulen keinen Platz. Das gilt seit fast 150 Jahren.
Kommen wir von den Schulen in den öffentlichen Raum. Die negative Religionsfreiheit stellt sicher, dass der Staat religiös neutral bleibt. Ein bekanntes Beispiel für die Durchsetzung dieses Rechtes ist diese Kruzifixentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, nachdem Schüler nicht gezwungen werden dürfen, unter dem Kreuz zu lernen. Dennoch hängen vor allem in Bayern Kreuze in Klassenzimmern. In Deutschland funktioniert das mit dem Recht auf Nichtreligion leider irgendwie so gar nicht. Unter Bache y Ordóñez wurden Kruzifixe aus den öffentlichen Krankenhäusern entfernt. Religiöse Symbole gehören in Uruguay nicht in staatliche Einrichtungen. Ja, und das merkt man auch im Straßenbild. In Deutschland begegnen dir Plakatwände mit Bibelsprüchen oder LED-Wände mit christlichen Botschaften. In Uruguay haben wir das in 6 Wochen Rundreise kein einziges Mal gesehen. Aber vielleicht haben wir die auch nicht gefunden. Wenn ihr wisst, ob es sowas in Uruguay gibt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. In Deutschland sind die meisten gesetzlichen Feiertage christlichen Ursprungs. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam. Alle feiern mit, egal ob religiös oder nicht. Uruguay ist weltweit nahezu einzigartig darin, christliche Feiertage offiziell säkulär umzubenennen. Der 25. Dezember heißt Dia de la Familia, also Tag der Familie. Die österliche Karwoche ist die Semana de Turismo, also die Tourismuswoche. Und der Dreikönigstag heißt Tag der Kinder. Diese Umbenennung kam übrigens 1919 unter Baches Nachfolger Feliciano Viera. Das war also nicht das Werk eines Einzelmannes, sondern ein Prozess, der sich auch über Jahrzehnte hinzog. Nicht nur bei den Feiertagen, auch bei der Ehe zeigt sich ein Unterschied. In Deutschland gibt es die obligatorische Zivilehe seit 1876. Damals unter Bismarck wurde die Ehe erstmals zur staatlichen Angelegenheit. Bis 2008 war es sogar verboten, kirchlich zu heiraten, ohne vorher auf dem Standesamt gewesen zu sein. Seit 2009 darf man zwar rein kirchlich heiraten, aber rechtliche Wirkung hat das keine. Und die Ehe für alle, also die gleichgeschlechtliche Ehe, gibt es in Deutschland erst seit Oktober 2017. In Uruguay haben kirchliche Trauungen seit 1885 rechtlich keine Bedeutung mehr, also nur 9 Jahre nach Deutschland. Und das Scheidungsrecht wurde unter Bache y Ordóñez eingeführt, auch bei alleinigem Wunsch der Frau. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts echt revolutionär. Und die Ehe für alle, ja, die gibt es in Uruguay seit 2013, also 4 Jahre vor Deutschland. In Deutschland sind die Kirchen politische Akteure. Kirchenobere äußern sich medial zu fast jeder politischen Debatte und bekommen auch eine Bühne dafür. Um es kurz zu machen, in Deutschland ist die Trennung von Kirche und Staat in der Realität eher so ein theoretisches Konstrukt. Christliche Kirchen haben viel Macht und beeinflussen halt Politik, Gesetzgebung und den Alltag aller Menschen. Auch derer, die nicht religiös sind, ob sie das wollen oder nicht. In Uruguay ist die Trennung nicht nur auf dem Papier, sondern gelebte Realität. Die Kirchen, im Besonderen die katholische Kirche, haben bis heute einen wesentlich geringeren politischen und gesellschaftlicheren Einfluss als in den Nachbarländern. Trotz mannigfaltiger Bemühungen der Kirchen wieder Einfluss zu gewinnen, nimmt die Bevölkerung die Kirchen heute eher wie eine NGO wahr, nicht wie eine göttliche Autorität. In Uruguay erhoffen wir uns diesbezüglich eine deutliche Verbesserung. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie kommt es, dass ein so kleines südamerikanisches Land schon vor über 100 Jahren so weit war? Naja, dass Uruguay schon im 19. Jahrhundert so konsequent den säkulären Weg einschlug, lag an einer besonderen Mischung aus geografischen, sozialen und politischen Faktoren. Zum einen war Montevideo ein späterer Außenposten des Spanischen Reichs. Es gab, anders als zum Beispiel in Mexiko oder Lima, keine mächtigen kirchlichen Strukturen oder Klöster, die über Jahrhunderte Land, Schätze und Einfluss angehäuft hätten. Außerdem war Uruguay ein klassisches Einwanderungsland. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen viele Europäer, die liberale und
antiklerikale und anarchistische Ideen mitbrachten. Sie standen der Kirche oft skeptisch gegenüber. In Montevideo saß eine Oberschicht, die sich für aufgeklärt hielt und den Fortschritt in der Trennung von Kirche und Staat sah und sich vom kolonialen Erbe lösen wollten. Viele führende Politiker und Intellektuelle dieser Zeit waren Freimaurer. Sie trieben Reformen voran, um den öffentlichen Raum der kirchlichen Kontrolle zu entziehen. Bacci Ordóñez selbst war übrigens vermutlich kein Freimaurer, aber viele seiner engsten Mitarbeiter in der Colorado-Partei gehörten der Großloge an. Nicht zuletzt gab es in Uruguay kaum eine indigene Bevölkerung, die zwangsmissioniert werden konnte. Es fehlten die religiös indoktrinierten Gruppen, die in anderen Ländern zu einer tiefen Volksfrömmigkeit geführt haben. So wurde die Religion früh schon als etwas Importiertes und vor allen Dingen etwas Privates wahrgenommen. Schon lange vor der offiziellen Trennung von Kirche und Staat entzog der Staat der Kirche wichtige Kompetenzen. Die Nationalisierung der Friedhöfe 1861, die Einführung der kostenlosen säkulären staatlichen Bildung 1877, die Einführung der obligatorischen Zivilehe 1885, kirchliche Trauungen hatten nach 1885 keine rechtliche Bedeutung mehr. Und dann kam Bacci Ordóñez. Er war Verfechter des Laizismus, Journalist und Gründer der Zeitung El Día. Ja, und es gab eine Geschichte, die viel über seine Motivation erzählt. Während seiner zweiten Amtszeit stand nämlich seine 18-jährige Tochter. Ein Geistlicher bot an, für sie zu beten, damit sie aus dem Fegefeuer kämen. Bacci war so empört, dass er seine antiklerikalen Kampagnen danach massiv verstärkte. Ja, so ganz ohne Probleme lief dieser Prozess natürlich nicht. Die Kirche hat irgendwann, wo immer möglich, Gegenwehr geleistet. Als Präsident Bacci Ordóñez anordnete, Kruzifixe aus den öffentlichen Krankenhäusern zu entfernen, ja, da kam es zu Protesten. Die Kirche organisierte Bittprozessionen und Unterschriftenaktionen. Gläubige versuchten sogar das Abhängen der Kreuze mit Gewalt zu verhindern. Die katholische Kirche bezeichnete die Reformen als Satanismus und militanten Atheismus. Bischöfe warnten davor, ohne religiöse Erziehung würde die moralische Basis der Gesellschaft zusammenbrechen. Ja, um wenigstens politisch wieder neue Macht zu gewinnen, wurde 1910 die Union Cívica eingeführt. Oder Cívica. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Eine Art christdemokratische Partei. Sie sollte die Interessen der Katholiken im Parlament vertreten. Blieb jedoch eine Splitterpartei. Der kirchliche Widerstand hatte wenig Erfolg. Auch natürlich, weil Bacci Ordóñez El Día besaß, die auflagenstärkste Zeitung jener Zeit. Diese nutzte der Präsident für antiklerikale Kampagnen. Die Kirche wurde als fremd und spanisch-konservativ dargestellt, während der Staat sich als modern, uruguayisch und zukunftsgewandt inszenierte. Dennoch ganz so ohne Zugeständnisse ging es natürlich auch nicht. Die katholische Kirche akzeptierte den Laizismus dann 1917 schließlich an. Im Austausch dafür wurde ihr Privateigentum, hauptsächlich Kirchengebäude und Schulen, ja, dass sie das behalten durften und keine Steuern drauf zahlen mussten. Etwa 52% der Uruguayos sind konfessionslos oder nicht religiös gebunden. Etwa 32% sind katholisch. Ungefähr 8% sind Protestanten oder Evangelikale. Außerdem gibt es noch Minderheiten von Hindus, Zeugen Jehovas, Muslime, Buddhisten. Ja, auch in Uruguay gibt es tibetanische Tempel, Menschen jüdischen Glaubens und Anhänger der Umbanda, einer afro-brasilianischen Religion. Ja, und aktuell gewinnen übrigens eher evangelikale Freikirchen aus Brasilien an Boden als die traditionelle katholische Kirche. Uns ist diese Säkularität sehr recht. Wir freuen uns auf das Ende dieses permanenten religiösen Overlords. In welche Länder wollt ihr denn auswandern? Wie wichtig ist euch denn das Thema Landesreligion dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bevor ich mich für heute verabschiede, möchte ich euch noch auf unser neues Format aufmerksam machen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen.
Es gibt jetzt einen Podcast, der quasi eine humorvolle Quintessenz der Erfahrungen ist, die die Auswanderer Gabi und Steffen seit 2016 in Uruguay sammeln durften und was wir aus diesen 10-jährigen Erfahrungen lernen können. Beide haben sich damals nämlich eine Chakra in Colonia gekauft und leben dort bis heute, lieben Uruguay und lassen uns an dem Abenteuer Auswanderung via Blog teilhaben. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Für heute sage ich mal, hasta la próxima, bis zur nächsten Folge von Mates Mate Mission. Que les vaya bien. Ciao!